Hi, hier ist Mr. Laguiole. Laguiole Honoré Duron hat ein ganz außergewöhnliches Messer im Sortiment. Und zwar ein Messer mit einer Mücke in einem Stück Harz. Jurassic Park lässt grüßen. Schauen wir uns dieses Messer gleich aus der Nähe an. Bis gleich. Jede Schmiede hat so seine ganz besondere Stärke und legt auch sehr viel Wert darauf. Zum Beispiel die Schmiede Laguiole Aubrac experimentiert sehr gerne mit Griffarten. Das ist eine Mischung aus Laguiole und eigene Kreation. Das sieht man hier zum Beispiel an dem Messer, Steakmesser, gibt es auch das Taschenmesser Aubracien. Da ist das Messer läuft hinten hin sehr spitz zu, ist sehr, sehr außergewöhnlich, sehr dynamisch verglichen mit Laguiole. Und zum Beispiel hat auch Griffe aus Joghurtbecher, wirklich sehr, sehr außergewöhnlich, sieht sehr spritzig, bunt aus, ganz, ganz interessant. Laguiole Goyon Chazot zum Beispiel macht die Messer sehr oft aus einem Stück Eisen und haben sich spezialisiert, solche tolle außergewöhnliche Messer, die auch in der Regel etwas schwerer sind als die normalen Taschenmesser. Und die Schmiede Honoré Duron, die hat sich spezialisiert, außergewöhnliche Sachen in den Griff einzubauen. So zum Beispiel habe ich hier oben in dem Video nochmal gut erklärt, ein Messer mit einem Meteoritengriff. Das heißt also, wir haben ein besonderes Stück von einem Eisenmeteoriten in den Griff eingebaut, also wirklich absolut innovatives und einmaliges Taschenmesser. Denn diese Eisenmeteoriten sind sehr, sehr schwer zu bearbeiten, die brechen auch manchmal schnell und die sind sehr teuer und die sind auch sehr, sehr hart. Und da braucht man ganz besondere Werkzeuge, um diese Meteoritenmesser zu verarbeiten. Heute aber haben wir ein Messer mit einer Mücke in einem Stück Harz. Also das sieht wirklich außergewöhnlich aus. Ich zeige es mal hier aus der Nähe. Ich werde es nachher auch nochmal in der Lupe zeigen. Ich hoffe, dass man hier etwas erkennt. Ich mache ja die Videos in 4K, so dass man eigentlich theoretisch gut was sehen könnte. Aber ich zeige gleich nochmal die Bilder und auch unter Mikroskop, so dass man die Mücke wirklich auch erkennen kann. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Das habe ich ja woanders auch noch bei keiner anderen Schmiede gesehen. Das Messer kostet 290 €, hat eine Länge hier, also von dem Griff von 11 cm, also kleiner als die normalen. Die normalen Laguiole-Messer haben eine Länge von 12 cm. Ich finde es ganz gut, dass er hier ein bisschen kleiner genommen hat, weil wenn es kleiner ist, ist es somit auch nicht mehr so breit, so dass wir hier dieser Stück Bernstein viel besser zur Geltung kommt, als wenn wir hier einen dicken, fetten Griff hätten. Weiterhin haben wir hier eine Klinge, die eine Länge von 8,5 cm hat und das Ganze, ich schließe es mal kurz, und das Ganze mit einem sehr schönen guillochierten Rücken und eine guillochierte Biene, so dass die Biene praktisch hier geschmiedet ist in dem Rücken. Das Messer ist sehr schön, ist mit einem Ebenholzgriff. Das ist sehr gut gemacht, damit entsprechend dieser Kontrast zwischen dem Harz, nicht Kunstharz, dem natürlichen Harz, und der Mücke entsprechend schöner wird und stärker wird. Und ja, ist es sehr klein, ich würde sogar sagen, sehr schön süß, sehr gut geeignet auch als Ladymesser und auch für einen Mann, der das Taschenmesser zum Beispiel mit in der Hosentasche tragen möchte. Ich finde, wenn man das Taschenmesser nicht in einem Gürteletui, sondern in der Hosentasche trägt, sollte das schon etwas zierlicher und kleiner. Deswegen hat hier Laguiole Honoré Duron auch eine einfache Platine, also keine Doppelplatine gemacht, damit es nicht noch dicker ist und somit optimal auch zum Tragen und entsprechend an Freunden oder Freundinnen auch mal zu zeigen, was das für wunderschöne Arbeit ist, aber auch was für eine ganz tolle Mücke hier eingeschlossen ist.
Honoré Dauron benutzt hier eine Klinge mit 14C28. Das ist eine der besten Stahlarten für Klingen, das man heute machen kann. Es gibt natürlich noch eine, die ist ein bisschen besser, zum Beispiel aus Amerika. Dieser Stahl kommt aus Schweden und in der Regel benutzt man für Laguiole-Messer eher 12C27. Die 14C28 ist eine Weiterentwicklung, wo dann praktisch noch ein bisschen fester, noch ein bisschen länger die Schnitthaltigkeit hält. Und ich habe hier eine Tabelle hinter mir, wo man da ungefähr die Zusammensetzung sehen kann und auch die Härte. Man sieht, das ist minimal höher, aber dennoch haben wir heute hier eine der besten Stahlarten für Messer oder für Klingen überhaupt. Ja, ich hoffe, dass jetzt dieses Taschenmesser hier wirklich Appetit gemacht hat auf noch mehr Videos von Laguiole Honoré Dauron, der wirklich absolut außergewöhnliche Materialien benutzt für den Griff oder in den Griff eingebaut. Wir werden auch mit Meteorit entsprechend noch mehr solche außerordentliche und außergewöhnliche Messer machen und ich freue mich, das euch in einem nächsten Video vorzustellen. Denkt dran, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen YouTube-Kanal und auch die Glocke entsprechend aktivieren. Wir veröffentlichen zweimal pro Woche entsprechend ein Video und so verpasst ihr natürlich kein Video, wenn auch die Glocke aktiviert. Ich freue mich bis zum nächsten Mal auf euch. Bis dann.